Ich bin Sarah Nemzow, ich lebe in Berlin und schreibe Musik. Ophelia hat mich deswegen interessiert, weil sie mich eigentlich unglaublich geärgert hat. Nicht sie, sondern wie die Figur behandelt wird. Und zwar nicht nur von Shakespeare selbst, sondern auch in der ganzen Rezeption. Sie wird missbraucht, sie wird manipuliert, sie wird nicht ernst genommen, obwohl sie sehr klug ist. Und dann am Ende, das fand ich sehr bezeichnend, eigentlich in dem Moment, wo sie anfängt zu dichten und zu singen, wird sie für verrückt erklärt und gewissermaßen wird ihr so die ganze Selbstbestimmtheit genommen, sogar noch in ihrem Tod. Zum anderen hat mich dann auch die Rezeption der folgenden Jahrhunderte dieser Figur geärgert, denn das wird eigentlich nur noch schlimmer. Sie wird auch in den Darstellungen dann erotisiert, dramatisiert, ist da eben auch nur Projektionsfläche und kann nicht sie selbst sein. Für das Libretto habe ich Mirko Bonet angefragt, mit dieser Idee, dass es 4 Ophelias gibt und eine überleben soll. Mirko Bonets Libretto setzt dort an, wo das Drama eigentlich aufhört. Es sind gewissermaßen schon alle tot. Es gibt nur 3 Überlebende, Ophelia, also die eine Ophelia, die überlebt, Horatio und Fortinbras. Alle anderen sind tot und sind in so einer Art Zwischenwelt. Also sie sind gemeinsam das Totenensemble. Dieses Totenensemble an der Schwelle, in diesem Zwischenzustand, wird sozusagen gerufen von einem Schattenchor, der noch dahinter steht. Dieser Schattenchor sind sozusagen die Toten, die schon länger tot sind, die Ahnen, die dahinter stehen, eine unbestimmte Masse. Es sind nicht so sehr Individuen, eben auch keine Solostimmen mehr, sondern ja, vielleicht sogar manche schon fast vergessen oder nur noch dunkel erinnert, die wir aber trotzdem spüren. Somit ist das Totenensemble ein SolistInnen-Ensemble, das in sich viele Farben hat. Der Schattenchor hingegen, der singt aus der Tiefe der Zeit oft homophon, dunkel, in einem anderen Tempo auch und mit anderen Farben. Ophelias Geschichte und ihre Selbstbefreiung, die sie sozusagen im Verlauf der Oper vollzieht, die wird jetzt nicht linear an der Oberfläche erzählt, sondern die entwickelt sich eher subkutan, dass sie so einen Prozess macht und eigentlich immer mehr zu sich selbst kommt. Und am Ende des 10. Bildes wird tatsächlich das Totenensemble vom Chor aufgenommen, verschwindet. Das bedeutet aber auch, dass die lebende Ophelia, die überlebende Ophelia diese Figuren loslässt. Nicht vergisst, das ist damit nicht gemeint, aber sie loslässt und offen wird fürs Jetzt und für das Kommende. Ich würde es eher so sehen, dass durch dieses zu sich selbst kommen überhaupt erst wahre Begegnung möglich ist. Denn vorher war jegliche Begegnung immer in einem Machtverhältnis und nicht auf Augenhöhe und hatte keine Wahrhaftigkeit. Den Akt der Befreiung oder Selbstbefreiung Ophelias kann man durchaus feministisch lesen. Es ist auch so gemeint, auch als Widmung an all die Frauen der letzten Jahrhunderte, die uns den Weg geebnet haben, jetzt für das 21. Jahrhundert, wo es zwar nicht ideal, aber immerhin besser ist. Aber auch sozusagen Beyond Gender, Empowerment für die verschüttete Stimme, für die Menschen, die nirgendwo reinpassen, den Mut, zu sich selbst zu stehen, das hat es auch für mich bedeutet.